Willkommen zur KI-Weltreise Staffel 7. Ich bin Robert Horschitz. Also eine digitale Version von mir. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um jemanden den Job wegzunehmen. Dafür bin ich viel zu österreichisch sozialisiert. Diesmal geht es nicht um Buzzwords, nicht um das nächste große KI-Versprechen und ganz sicher nicht um Science Fiction. Diesmal sitzen wir im Auto, auf einem Roadtrip durch eine Realität, die viele gerade erst beginnt zu spüren. Die KI fährt mit, nicht als Autopilot, sondern als Beifahrer, diesmal als Co-Pilot. Wir schauen, was passiert, wenn KI plötzlich im Arbeitsalltag auftaucht. In Meetings, in Entscheidungen, in Verantwortung. Es wird nicht laut, aber ehrlich. Nicht technikverliebt, sondern menschlich. Wenn du wissen willst, warum KI weniger über Tools und mehr über Haltung entscheidet, dann steig ein. KI ist also kein Orakel mehr, das irgendwo Antworten ausspuckt. Sie sitzt inzwischen bei vielen Unternehmen schon mit am Tisch. Manche nennen sie Assistent, manche Co-Pilot. Ich nenne sie gern den sehr fleißigen Praktikanten mit unglaublichem Gedächtnis, aber ohne Haftpflichtversicherung. Also weiter mit der KI-Weltreise, ab in die Staffel 7. Der Motor läuft schon und der Co-Pilot wartet schon. Willkommen zu unserer Analyse eines Themas, das momentan wohl in fast jedem Unternehmen heiß diskutiert wird. Absolut. Es geht um diese große Frage: Lohnt sich die Investition von rund 30 € pro Nutzer und Monat für Microsoft 365 Copilot wirklich? Ist das die Goldmine für die Produktivität oder am Ende ja doch nur teure Geldverbrennung? Genau die Frage stellen sich alle. Um das herauszufinden, machen wir heute einen gedanklichen Roadtrip entlang der amerikanischen Westküste. Unser Fahrzeug, das ist der digitale Arbeitsplatz Microsoft 365. Okay. Und auf dem Beifahrersitz, da sitzt unser Copilot. Wir testen, ob er ein nützlicher Navigator ist oder eher so ein nerviger Beifahrer, der uns bei Nebel direkt in den Graben lenkt. Also schnallen Sie sich an. Ich mag das Bild des Roadtrips sehr. Das passt perfekt. Ja, denn bei dieser Reise geht es ja nicht nur um einzelne Funktionen, also quasi die Ausstattung des Autos. richtig. Es geht um die fundamentalen Veränderungen. Für die Arbeitsabläufe, für die Sicherheit und, letztlich für die gesamte Unternehmenskultur. Das ganze Paket also. Wir beleuchten heute die ganze Strecke. Die anfängliche, fast magische Euphorie, dann die praktischen Tücken, die Technik unter der Haube, die kritischen Risiken und ganz am Ende die Frage nach dem wahren wirtschaftlichen Nutzen. Eine ehrliche, realistische Entscheidungsgrundlage. Das ist das Ziel. Genau. Okay, dann starten wir unsere Reise doch direkt in San Francisco, im Herzen des Silicon Valley. Legen wir los. Und die erste Erfahrung mit dem Copilot, die fühlt sich ja wirklich oft magisch an. Fast so, als würde man in ein brandneues, hochtechnologisches Auto steigen. Man ist verblüfft. Total. Diese Honeymoon-Phase kennen wahrscheinlich viele, die es schon ausprobiert haben. Man sitzt in Word und sagt: Schreib mir den ersten Entwurf für eine Projektankündigung. Und zack. Und es erscheint ein absolut brauchbarer Text. Wie von selbst. Das ist schon erstaunlich. Absolut. Und diese Wow-Momente, die ziehen sich ja durch den ganzen Arbeitsalltag. Man ist in Outlook, hat eine lange, vielleicht etwas verworrene E-Mail-Konversation Kennen wir alle? und bittet Copilot, fass mir das mal zusammen und formuliere eine höfliche, aber bestimmte Antwort. Das Ergebnis ist oft auf den Punkt. Oder in Microsoft Teams. Das ist ja das klassische Beispiel. Genau. Man kommt 10 Minuten zu spät in ein Meeting und fragt den Copiloten, was habe ich bisher verpasst? Und bekommt eine präzise Zusammenfassung in Echtzeit. Ja, wie permanenter Rückenwind auf einer freien Autobahn. Bei strahlendem Sonnenschein. Das Gefühl kenne ich. Man fühlt sich sofort effizienter. Man spart hier 5 Minuten, da 10 Minuten. Aber, wenn wir ehrlich sind diese kleinen Zeitersparnisse schon der große Wurf?
Rechtfertigen die allein die Investition? Das ist die entscheidende Frage in dieser ersten Phase. Was faszinierend ist, diese Effekte sind real und psychologisch enorm wichtig. Sie senken die Einstiegshürde. Genau, und sie erzeugen eine positive Grundstimmung. Aber, und das ist der Punkt, sie sind noch kein strategischer Mehrwert. Okay. In dieser Honeymoon-Phase glänzt der Co-Pilot vor allem bei einfachen, klar umrissenen Aufgaben. Die Umgebung ist unkompliziert, eben wie diese breite, sonnige Autobahn. Ein Assistent für Mikroaufgaben. Perfekt gesagt. Doch das wirft die viel wichtigere Frage auf. Was passiert, wenn die Straße enger, kurviger und die Sicht plötzlich schlechter wird? Und damit biegen wir quasi schon ab. Wir verlassen das sonnige Valley und fahren den kurvigen Highway 1 an der Küste entlang. Und plötzlich zieht dichter Nebel auf. Eine perfekte Metapher für die Komplexität des echten Arbeitsalltags. Jetzt wird es spannend. Und jetzt wird's heikel. Der Beifahrer, unser Co-Pilot, sagt plötzlich mit voller Überzeugung, hier links abbiegen. Aber wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man da, ja, nur eine Klippe. Er halluziniert. Er hat vielleicht ein altes Schild falsch interpretiert oder sich etwas zusammengereimt, was einfach nicht da ist. Und genau dieses Phänomen erleben wir im Arbeitsalltag. Nur, dass die Klippe dann eben ein unternehmerisches Risiko ist. Okay, zum Beispiel. Der Co-Pilot fasst ein wichtiges Meeting zusammen, aber gewichtet den entscheidenden kritischen Einwand eines Kollegen völlig falsch. Oh, das ist schlecht. Oder, noch schlimmer, er erfindet sogar eine Entscheidung, die so nie getroffen wurde. Puh. Oder er analysiert eine Excel-Tabelle, liefert eine Schlussfolgerung, die absolut plausibel klingt, eloquent formuliert ist, aber Bei genauerem Hinsehen einfach falsch ist. schlichtweg falsch. Das ist die Klippe. Moment, da muss ich einhaken. Widerspricht das nicht dem ganzen Versprechen? Wie meinen Sie das? Naja, wenn ich jede Zusammenfassung und jede Analyse am Ende doch wieder komplett selbst gegenlesen und verifizieren muss, wo ist dann die massive Zeitersparnis? Ein exzellenter und absolut berechtigter Einwand. Dann wird aus dem Assistenten ja eher eine zusätzliche Kontrollinstanz, die ich betreuen muss. Die Antwort darauf ist eine Frage der Perspektive. Der Zeitgewinn, der verschiebt sich. Man spart nicht mehr Zeit beim Ausführen, sondern beim Starten. Ah, okay. Statt vor einem leeren Blatt zu sitzen, bekommt man einen, sagen wir, zu 80% fertigen Entwurf. Die restlichen 20% sind dann menschliche Expertise. Also Verfeinerung, Prüfung, strategische Einordnung. Ganz genau. Und hier kommt die wichtigste Regel im Umgang mit dieser Technologie ins Spiel. Der Mensch muss immer die Hände am Steuer behalten. Es ist kein Autopilot. Und diese Halluzinationen, die sind kein Bug. Nein, und das ist wichtig zu verstehen. Sogenannte Halluzinationen sind kein Defekt, den man bald beheben kann. Sondern? Sie sind eine systemische Eigenschaft von generativer KI. Man muss verstehen, wie das Modell im Kern funktioniert. Es rechnet quasi. Es berechnet statistische Wahrscheinlichkeiten für das nächste Wort. Es sucht nicht nach Wahrheit, es sucht nach Plausibilität. Das heißt, es optimiert darauf, einen Text zu erzeugen, der so klingt, als wäre er korrekt. Exakt. Es hat aber kein Bewusstsein für Fakten oder die Realität. Die Klarheit, die das System suggeriert, darf man also niemals mit Korrektheit gleichsetzen. Blindes Vertrauen ist hier also potenziell gefährlich. Nicht nur naiv, sondern gefährlich. Okay, das ist eine wichtige Unterscheidung. Es ist also ein Werkzeug für den ersten Aufschlag, eine Art hochintelligenter Praktikant, dessen Arbeit man aber immer noch abnehmen muss. Das trifft's ziemlich gut. Der Nebel lichtet sich langsam wieder und unsere Reise führt uns weiter nach Norden, nach Seattle, in die Heimat von Microsoft. Ein symbolischer Zwischenstopp in Redmond? Genau. Wir schauen mal unter die Motorhaube unseres Co-Piloten. Und was man dort findet, ist nicht einfach nur ein kleiner Motor. Es ist ein riesiges, vernetztes System. Ja, Co-Pilot ist ja keine isolierte App, ist tief in den gesamten digitalen Arbeitsplatz integriert. Und hier kommen wir zur eigentlichen Superkraft des Co-Piloten. Und die hat einen Namen. Der Microsoft Graph. Das zentrale Nervensystem, habe ich mal gelesen. Das ist ein gutes Bild. Der Graph ist kein Datenspeicher, sondern ein Beziehungsmodell. Er verbindet alle Daten und Signale im Unternehmen miteinander. Also E-Mails, Kalendereinträge, Chats in Teams, Dokumente. Alles. Aber, und das ist der Clou, er modelliert auch die Beziehungen zwischen den Menschen. Wer mit wem an welchem Thema arbeitet, wer wem berichtet. Das ist also der entscheidende Unterschied zu einem allgemeinen Chatbot wie ChatGPT. Genau.
der ja nur auf sein antrainiertes Wissen aus dem Internet zugreift, aber nichts über mein Unternehmen weiß. Richtig. Der Co-Pilot ist deshalb so relevant für die Arbeit, weil er diesen gesamten Unternehmenskontext nutzt. Er weiß nicht nur, was in einem Dokument steht, sondern auch, warum es für Sie in diesem Moment relevant sein könnte. Weil mein Chef es gestern Abend noch bearbeitet hat, zum Beispiel. Genau. Oder weil es im Kalendereintrag für Ihr nächstes wichtiges Meeting verlinkt ist. Dieser Kontext ist pures Gold. Und das führt uns zu einer entscheidenden, ja, fast philosophischen Erkenntnis. Nämlich? Co-Pilot verstärkt, was bereits da ist. Er verstärkt Ordnung genauso wie Chaos. Und das leitet uns direkt zum größten, meist unterschätzten Risiko. Und dieses Risiko, das schauen wir uns an unserem nächsten Stopp an. Einem Grenzübergang nach Kanada. Strenge Kontrollen, klare Regeln. Genau. Der Zollbeamte, wenn man so will, stellt die entscheidende Frage. Darf dieser Beifahrer wirklich in jeden Aktenkoffer im Auto schauen? Ein gutes Bild. Und hier entsteht ein echtes Schreckensszenario. Ein Praktikant ist neu im Unternehmen und fragt den Co-Piloten ganz unschuldig nach Infos zu einem alten Projekt. Okay. Als Antwort erhält er nicht nur Projektdetails, sondern auch brisante Auszüge aus der Gehaltsliste der Geschäftsführung. Puh. Und die erste Reaktion darauf ist oft Panik und der Ruf, die KI ist ein Sicherheitsrisiko. Aber das stimmt nicht. Das ist die falsche Schlussfolgerung. Der Grund für dieses Desaster ist, dass diese Gehaltsliste vor Jahren versehentlich in einem alten Projektordner abgelegt wurde. Mit viel zu weiten Berechtigungen. Genau, nach dem Motto, jeder im Unternehmen das alles lesen. Das ist der kritischste Punkt. Co-Pilot ist an sich kein Sicherheitsproblem. Er macht bestehende Sicherheitsprobleme nur gnadenlos sichtbar. Mit brutaler Effizienz. Ja, er umgeht keine einzige Berechtigung, die Sie nicht schon vorher gesetzt haben. Das heißt, das eigentliche Problem ist gar nicht die neue KI, sondern das über Jahre gewachsene Berechtigungschaos in Systemen wie SharePoint oder Teams. Dieses Phänomen nennt man ja auch Oversharing. Also ist der erste Schritt vor einer Co-Pilot-Einführung gar nicht die Technik, sondern quasi eine digitale Inventur im eigenen Haus. Das ist ein beängstigender, aber heilsamer Gedanke. Co-Pilot wird so zum Datenleckbeschleuniger. Was früher irgendwo verborgen blieb, wird jetzt auf dem Silbertablett präsentiert. Exakt. Was früher mühsam gesucht werden musste, wird nun auf eine einfache Frage hin elegant präsentiert. Die wichtigste Botschaft für jedes Unternehmen ist also: Bevor Sie auch nur eine einzige Lizenz kaufen, Datenhygiene und Zugriffsberechtigungen überprüfen und bereinigen. Man muss quasi erst sein Haus aufräumen, bevor man einen extrem effizienten Butler einstellt. Sonst holt er auch den Müll aus dem Keller und präsentiert ihn den Gästen im Wohnzimmer. Ein sehr treffendes Bild. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Grenzübergang führt uns die letzte Etappe in die raue Wildnis des Yukon-Territoriums. Dorthin, wo früher Goldgräber ihr Glück suchten. Und die Erkenntnis hier ist, glaube ich, ganz ähnlich. Das Gold liegt nicht einfach so auf der Straße. Man muss graben. Ja. Der wirkliche wirtschaftliche Nutzen der 30-Euro-Lizenz liegt eben nicht darin, 2 Minuten beim E-Mail-Schreiben zu sparen. Exakt. Wenn wir über den Return on Investment, den ROI, sprechen, dann müssen wir von diesem kleinen Effizienzgewinn wegkommen. Die sind nett, aber sie finanzieren das Projekt nicht. Die wahren Goldnuggets liegen bei den komplexen, wissensintensiven und, ganz wichtig, bereichsübergreifenden Aufgaben. Also dort, wo Denkzeit teuer ist. Genau. Und wo die Zusammenführung von verstreutem Wissen den größten Hebel hat. Können Sie das mal an einem konkreten Beispiel festmachen? Was ist so eine hochwertige Aufgabe? Stellen Sie sich ein Marketingteam vor, das einen Produktlaunch vorbereitet. Der Produktmanager könnte dem Co-Piloten eine komplexe Aufgabe geben wie: Okay. Analysiere die Verkaufszahlen aus der Excel-Tabelle für das Konkurrenzprodukt, vergleiche die mit den Kernaussagen aus unserer Marketingstrategie in der PowerPoint von letzter Woche und extrahiere aus den letzten Teams-Chats die 3 größten Bedenken des Entwicklungsteams. Wow. Und dann? Ja. Erstelle mir daraus eine Zusammenfassung der wichtigsten Risiken für den Launch in 5 Bullet Points für das morgige Management-Meeting. Puh, das ist eine Aufgabe, für die ein Mensch wahrscheinlich einen halben Tag brauchen würde. Mindestens. Die richtigen Dateien finden, die relevanten Stellen lesen, die Infos im Kopf verknüpfen und dann zusammenfassen. Eben, ein Mensch würde vielleicht 1 Stunde suchen, 2 Stunden lesen und vergleichen und dann eine weitere Stunde formulieren. Co-Pilot erledigt das in Minuten. Und genau hier entsteht der wahre Wert. Ja. Nicht bei den kleinen, alltäglichen Aufgaben, sondern bei der Synthese von Wissen, das über verschiedene Formate, Speicherorte und Teams hinweg verteilt ist. Hier werden die 30 Euro pro Monat plötzlich sehr, sehr rentabel. Plötzlich ergibt es absolut Sinn. Unser Roadtrip ist nun also zu Ende.
Wir sitzen metaphorisch in einem Hotel im Yukon, blicken zurück und ziehen Bilanz. War die Reise die Sache wert? Die Antwort scheint ja zu sein, aber mit einem riesigen Sternchen dran, unter einer entscheidenden Bedingung. Und diese Bedingung ist der Knackpunkt, an dem die meisten Initiativen scheitern oder erfolgreich werden. Und der wäre? Man kann es auf einen Satz reduzieren. Lizenzen allein bringen rein gar keinen Erfolg. Ein Werkzeug verändert nichts, wenn es nicht benutzt wird. Oder falsch benutzt wird. Der entscheidende Faktor ist die sogenannte Adoption im Unternehmen. Es ist ein Organisationsprojekt, kein IT-Projekt. Was genau bedeutet das in der Praxis? Was muss ein Unternehmen tun? Es sind im Wesentlichen 3 Säulen. Erstens die wichtigste, Schulung. Und damit meine ich nicht eine einstündige PowerPoint. Sondern? Die Mitarbeiter müssen lernen, wie man effektive Fragen stellt, wie man promptet. Eine vage Frage führt zu einem vagen Ergebnis, eine präzise Frage führt zu einem wertvollen Ergebnis. Okay, das Zweite? Zweitens braucht es aktives Change Management. Man muss Anwendungsfälle identifizieren, Erfolgsgeschichten teilen, Champions in den Teams benennen. Und drittens, nehme ich an, Governance. Genau. Klare Regeln, was mit der KI gemacht werden darf und was nicht, besonders im Umgang mit sensiblen Daten. Das heißt, ohne diesen sprichwörtlichen Führerschein für die Mitarbeiter ist der Co-Pilot am Ende doch nur ein sehr teurer Sportwagen, der in der Garage steht. Der in der Garage steht oder nur im ersten Gang für die Fahrt zum Bäcker genutzt wird. Perfekt zusammengefasst. Aber mit dem Führerschein. Mit ihm kann er zu einem echten Produktivitätsturbo werden, der völlig neue Arbeitsweisen ermöglicht. Die Investition muss also nicht nur in Lizenzen fließen, sondern vor allem in die Befähigung der Menschen. Fassen wir die zentrale Erkenntnis unseres Roadtrips also noch einmal zusammen. Microsoft Co-Pilot ist kein Autopilot. Auf keinen Fall. Er nimmt uns die Arbeit nicht ab. Er ist ein Beifahrer. Ein unglaublich mächtiger Assistent, der unterstützen kann, aber die Verantwortung und die Hände am Steuer bleiben immer beim Menschen. Ausnahmslos. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss noch einen Gedanken mitgeben, der vielleicht etwas provokant ist. Gerne. Co-Pilot bringt im Grunde nichts fundamental Neues in Ihre Organisation. Okay. Er macht nur das, was bereits vorhanden ist. Strukturen, Wissen, Beziehungen, aber eben auch Chaos, Silo-Denken und Schwächen auf eine radikale und schonungslose Weise sichtbar. Die Frage ist also nicht, ob Ihr Unternehmen bereit für die KI ist. Die eigentliche, viel wichtigere Frage lautet: Sind Sie bereit, die ungeschminkte Wahrheit über Ihre eigene Organisation zu sehen, die die KI Ihnen aufzeigen wird?